Hallo mal wieder. Wer wieder eingeschaltet hat, vielen lieben Dank. Diesmal geht's los mit dem 2019er Cube New Road in der Damenvariante. Die Herrenvariante folgt natürlich sowieso. Legen wir doch vielleicht direkt los. Das Cube New Road hier in der Damenvariante bzw. Ausstattung besticht erstmal durch die Farbe, nennt sich sogenannt Black and Coral, ja, also Korall. Und ja, so eine Koralle, wie ich sie mir vorstelle, kann auch so aussehen. Es gibt natürlich viele Facetten von Korallen und auch viele Farben, aber das ist wirklich eine sehr schöne Farbe, muss ich ehrlich sagen. Ich würde die auch so fahren. Ich würde vielleicht noch ein bisschen was hier und da noch ein bisschen was wegnehmen, vielleicht hier die Aufkleber an den Felgen, aber so an und für sich ist das eine coole Farbe. Ja, also es ist jetzt keine Damenvariante so in dem Sinne, also sprich durch die Farbe nur alleine, sondern es hat eben auch damenspezifische Anbauteile, wie zum Beispiel der Sattel. Ja, aber da gehen wir jetzt erstmal später drauf ein. Jetzt geht es erstmal um den Rahmen und um die Farbe. Also die Farbe ist jetzt so ein helles, mattes Schweinchenrosa. So würde ich es mal beschreiben. Es ist wirklich nicht hässlich, ja, und es wirkt auf den Cube-Fotos immer so ein bisschen pinkiger, aber es ist gar nicht so in echt. Ja. Man muss es wirklich in Live mal gesehen haben, um dann sagen zu können, das ist es, das Rad, oder das ist es eben nicht. Aber da komme ich später auch nochmal zu, weil es gibt nämlich noch ein paar Besonderheiten. Schwarz-matt das Ganze, Korall auch matt dann in dem Fall. Und wir haben dann hier eine Aluminium Superlight Rahmen von Cube. Und mit dem Flat Mount Standard, das heißt hier für die Bremsanlage, haben wir eben einen kleineren Anbaustandard, der eben eher für Rennräder bzw. mittlerweile auch bei den Gravel Bikes eben Einzug findet. Finde ich es ganz okay so. Alles ein bisschen kleiner, filigraner, leichter, dennoch stabil. Super, so wollen wir es haben. Was ich wirklich immer gut finde bei einem Gravel Bike, und das muss bei einem guten Gravel Bike einfach dazugehören, das gehört zum guten Ton. Welches Rad das nicht hat, ist eigentlich dann schon für mich schlecht. Sind die Steckachsen, und zwar vorne und hinten habe ich Steckachsen. Warum sind mir die Steckachsen so wichtig? Die sind für mich so wichtig, weil ich denke, dass, oder das ist einfach so, dass die Steifigkeit damit zunimmt im Hinterrad, beziehungsweise beim Vorderrad auch, weil die Gabel hat eben auch eine Steckachsenfunktion. Und durch diese erhöhten Seitenverwindungen, die eben auftreten beim Kurvenfahren im Gelände und allgemein bei den Belastungen im Gelände, und das ist ja nun mal zum Teil auch ein Geländebike, dafür steht ja das Gravelbiken und das Adventure-Biken, muss es eben stabiler sein. Und die paar Gramm Mehrgewicht gegenüber einem Schnellspanner sind für mich einfach total okay. Und die nehme ich auch gerne in Kauf, weil es einfach mehr Sicherheit gibt, mehr Kontrolle, weniger Scheibensingen bei den Bremsscheiben jetzt, also dass die sich so verwinden und dann permanent an den Bremsbelägen schleifen. All das wird da eben effektiv verhindert. Und ja, und das macht es für mich einfach ein Plus. Und deshalb finde ich das so gut. Man hat bei den Gravelbikes natürlich immer, also es geht ja beim Gravelbiken immer darum, dass man Taschen ranpackt, überall irgendwas ranmacht und damit dann eben eine Reise macht, eine Fahrradreise, ja. Was man früher mit einem Randonneur gemacht hat, mit Schutzblechen und Gepäckträger, vorne, hinten vielleicht sogar, macht man eben heute mit einem Gravelbike. Und das Ganze heißt nur anders, aber die Idee ist immer noch dieselbe, und zwar eine sehr gute Idee. Was ich damit sagen will, ich kann hier nicht nur die Taschen so, wie man sie kennt, einmal hier hinten an die Sattelstütze ranmachen oder hier im Rahmendreieck oder eben vorne an den Lenker ranknallen. Nein, ich kann sogar hier, ich habe die die Fender Rack Option bei Cube. Das heißt, ich kann einen Gepäckträger anbauen. Ich habe die Ösen dafür vorgefertigt. Ich habe die Ösen dafür, um ein Schutzblech vorne und hinten zu montieren. All das kann ich damit machen. Und das, finde ich, ist eine sehr gute Option, weil viele eben auch sowas als Winterrennrad nehmen oder eben als Pendlerrad nehmen. Und da ist ein Schutzblech, auch allgemein auch für einen Gravelbiker, ist natürlich ein Schutzblech vielleicht immer mal eine gute Lösung gegen Dreck. Und gerade wenn man so lange im Sattel sitzen muss oder möchte, dann ist vielleicht ein trockener Hintern auch nicht schlecht. Ja, also das dazu, all das kann man machen. Hinten übrigens ist es eine 12 x 142er Steckachse, vorne eine 10-100, also eine 10 x 100 mm, ach Blödsinn, 12 x 100, ja, Steckachse, das wollte ich sagen. Und ja, da sind wir nämlich auch schon bei der Gabel. Das ist dann eine Carbon-Gabel, beziehungsweise so eine 50-50, ja. Das heißt, ich habe, die Gabelscheiben sind aus Carbon, diese also hier unten, ja, links und rechts, die Beine, wenn man so will.
und der Gabelschaft ist dann aus Aluminium. Ist wieder steifer, ist wieder stabiler. Dennoch habe ich den Komfort und den Flex in den Gabelscheiden durch das Carbon, welches ja so ein bisschen arbeiten kann und effektiv die Stöße wegnehmen kann, und all diese Vorteile habe ich eben. Und dafür steht diese Gabel. Das Ganze ist dann im Tapered Design. Das heißt, der Gabelschaft läuft konisch nach oben zu. Dadurch habe ich unten eine größere Öffnung bzw. einen größeren Durchmesser und oben einen geringeren Durchmesser. Das bedeutet, ich kann eben ich habe mehr Kontrolle dadurch, dass die Steifigkeit sich wieder erhöht, wie bei den Steckachsen, wo ich es auch schon erklärt habe. Die sind zwar nicht konisch, aber dennoch, es geht immer ums selbe eigentlich, um Steifigkeit, Kontrolle, Sicherheit, Leichtigkeit. Und dafür steht eben auch dieses Tapered Head Tube, also dieses Steuerrohr. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir die Cube Lenkzentrale. Das heißt Cube Vorbau, Cube Lenker, Cube Lenkerband. Lenkerband in Wagenfarbe sozusagen, ja. Ich finde es ganz okay, gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, Farbe brauche ich jetzt nicht mehr zu sagen. Lenker ist dann der Gravel Race Bar von Cube. Der hat eine Besonderheit, der ist halt nicht wie ein Cyclecross Lenker oder Rennradlenker allgemein. Die gehen ja meistens so, ja, sind da wirklich ganz straight an der Seite. Ein Gravel Lenker hat immer diese Form oben und an der Seite dann eben nicht so, sondern so leicht verstellt, nach außen verstellt, so ein paar ein paar Grad im Winkel, das wollte ich sagen. Das generiert eben mehr Komfort, weil ich eben besser umgreifen kann. Es ist intuitiver, ein bisschen ergonomischer. Ich muss ja beim Gravelbiken nicht die Beine oder die Arme an den Körper legen, um eben schnell irgendwo hinzukommen. Es geht nicht um schnell fahren, es geht um komfortabel lange im Sattel sitzen. Dafür steht zum Beispiel. Und dafür steht eben auch dieser komfortable Lenker dann, ja. Und habe natürlich viele Umgriffmöglichkeiten. Also ich kann oben greifen, klar, wie bei jedem Rennradlenker auch. Kann aber auch im Drop fahren, also kann auch richtig schön Geschwindigkeit aufbauen. Ja, das so zum Lenker. Dann passend dazu, in der Sitzzone haben wir dann eine Sattelklemme von Cube, Sattelstütze in 27,2 Durchmesser. Auch voll okay, gibt so ein bisschen Flex durch den geringen Durchmesser. Wenn sie entsprechend weit rausgezogen ist und man die richtige Rahmengröße übrigens genommen hat, wo wir gleich zu kommen. Und einen damenanatomischen Sattel. Und zwar ist das dann ein wirklich guter Sattel, und zwar der Natural Fit Active Race für die Damenwelt. Ja, also Natural Fit ist ja immer dieses angepasste an die Körperform bzw. an den jeweiligen Einsatzzweck, diese Serie und all dieses, also dafür steht quasi dieser Sattel. Ja, das ist schon ein schmaler Sattel, aber er ist dennoch ein bequemer Sattel. Also ich habe ihn selbst mal Probe gesessen, nicht gefahren, aber gesessen, und er ist ganz annehmlich, auch als Mann. Das dazu. Ich habe schon gerade davon gesprochen, die Größe. Das Rad selber gibt es in 4 Größen, das ist eine Besonderheit. Das Herrenrad gibt es in 5 Größen, das Damenrad in 50, 53, 56 und 58. Das jetzt hier neben mir ist die 58. Die 58, wie gesagt, ich habe drauf gesessen, ich bin 1,80 Meter. Ich würde sagen, jede Frau, die um die 1,83 Meter ist, kann eine Rahmenhöhe 58 fahren. 1,80 vielleicht, weil Frauen generell dazu neigen, längere Beine zu haben und einen kürzeren Rumpf dazu. Vielleicht auch um die 1,80. Ich will mich nicht breitschlagen lassen, aber so ungefähr in dieser Richtung. Um die 1,80 bis vielleicht 83, 84 könnte das ganz gut passen. Das sollte man aber natürlich testen. Also wie gesagt, 5 Größen bei den Herren, 4 bei den Damen. Bei den Herren wäre dann noch die 61 und da ist übrigens so eine Besonderheit. Warum haben die Frauen keine 61? Naja, weil vielleicht nicht jede Frau so groß ist, so richtig groß. Für die ganz großen Frauen aber so um die 1,90 vielleicht, sowas gibt es ja auch. Und das ist ja auch wunderbar, dass es sowas gibt. Die können übrigens eine 61er Herren fahren. Das gleiche Rad heißt dann New Road Pro, hat dieselbe Ausstattung, ist allerdings schwarz-rot, also nicht dieses Korall dann, sondern das alles, was hier Korall ist, ist dann rot. Sieht auch wunderbar aus. Und man kann dann eben die Rahmenhöhe 61 nehmen, weil, ich habe es recherchiert, die Geometriedaten für beide Rahmen, ob Damen oder Herren, sind identisch.
Das heißt, wenn ich einen 58er New Road WS fahre, also die Damenvariante, kann ich auch einen 58er New Road Pro fahren, die Herrenvariante. Es ist der gleiche Rahmen, es ist nichts anders. Also, entweder kann ein Mann dieses Rad fahren in der entsprechenden Größe oder eine Frau die 61 oder die anderen Größen, wenn ihr die Farbe besser gefällt oder die Ausstattung besser gefällt. Das kann man machen. Ja, weil ich wollte einfach wissen, was sind so die Unterschiede zwischen den Herren- und dem Damenrad, und die sind wirklich, ist exakt das gleiche. Also geometrisch gesehen genau das gleiche, außer dass hier eben der Sattel anders ist bei dem Damenmodell, die Farbe ist anders. Und ja, das war es eigentlich. Das waren so die Eckpunkte und mehr ist es nicht. Ja. Aber machen wir vielleicht weiter. Jetzt haben wir das Cockpit, jetzt haben wir die Lenkzentrale, die Sitzzone natürlich. Jetzt kommen wir mal zu der Schaltung. Die Schaltung ist eine Shimano Tiagra Schaltung. Bedeutet, ich habe 10 Gänge, habe einen STI-Schalthebel. Ich kann also Bremse und Schaltung mit einem Hebel bedienen. Das dann eben auf der rechten Seite 10 Gänge, linke Seite 2 Gänge und linke Seite Bremse für vorne und rechts dann für hinten die Bremse. Und das Ganze kommt eben durch die interne Kabelführung, die man hier vorne sieht. Die geht hier so rein, kommt dann hinten jeweils wieder raus in der Mitte des Rahmens und geht dann eben einmal ans Schaltwerk, einmal an die Bremse. Und die 10 Gänge schalte ich dann hier hinten auf der HG 500 Kette mit einer Abstufung 1134. Das ist wunderbar zum Berghoch erklimmen, ja, und auch lange im Gelände einfach mal bleiben, wo es ein bisschen unwegsamer ist und man ein paar Gänge mal runterschalten müsste. Voll okay, reicht vollkommen aus. Und die Kompaktschaltung, die ich jetzt hier habe, ermöglicht mir eben auch wirklich alle 20 Gänge effektiv zu fahren. Ich habe dann immer noch mal so am Anschlag, sprich wenn ich am letzten Gang bin, immer noch mal einen halben Gang zum Nachdrücken der STI-Schalthebel, und dann rattert die Kette auch nicht am Umwerfer, Leitblech oder irgendwo anders über ein Ritzel noch mit rüber. Das ist alles machbar, fahrbar. 20 Gänge effektiv. Mit der Tiagra 4700er Serie ist das alles kein Problem. Und von der Qualität ist die Tiagra eigentlich so die, ja, ich würde mal sagen, 6, 7 Jahre alte 105er oder sogar Ultegra-Variante. Also von der Optik her sieht es eigentlich aus wie eine Ultegra von vor 5, 6, 7 Jahren. So in dem Dreh. Hat auch die Präzision, hat genau die gleichen Features. Aber steht eben Tiagra drauf und hat nur 10 Gänge. Was ja nicht schlimm ist. Wie gesagt, 20 Gänge reichen ja fürs Gelände. Ja, und weil ich ja die Schaltung gleichzusetzen habe mit diesem STI-Hebel wie die Bremse, geht also dann auch ein Kabel jeweils dann, weil es ja wirklich ein Kabel ist, ein Bowdenzug, an die Bremse. Und zwar an die TRP Spire mechanische Scheibenbremse. Mechanisch heißt, ich habe einen Bowdenzug drin und kein Mineralöl oder irgendwelches anderes Öl, die mir das Bremsen noch mal ein bisschen mehr erleichtern und noch mehr Druck aufbauen können. Die TRP Spire ist aber eine, ja, eine sehr gute Bremse. Also ich finde eigentlich die beste mechanische Scheibenbremse am Markt, meiner Meinung nach. Es gibt teurere, die wirklich so viel kosten wie eine hydraulische. Aber wir sind ja jetzt hier in einem Einstiegssegment noch der Gravel-Serie, und ich finde, die TRP macht wirklich einen sehr, sehr guten Job. Die braucht, wie jede gute Scheibenbremse, ob Auto, Motorrad, Fahrrad, hydraulisch, nicht hydraulisch, eine Einfahrzeit. Das heißt, so, ich sage immer 50 bis 80 Kilometer braucht die Bremse eben so ein bisschen, bis die Reibpaarung sich eingestellt hat, bis dann die Power auch mehr wird, ja, also dass ich vorne am Hebel weniger ziehen muss. Und ich muss natürlich bei einem Bowdenzug, wie bei der Schaltung auch, einfach auch mal den Bowdenzug nachspannen. Ja, es ist ein Stahlzug, und wenn der nicht gespannt wird, und der wird ja von der Maschine gedrillt, und dann wird er hier eingebaut. Jetzt kriegt er das erste Mal oder die ersten 10, 15 Mal Spannung, sprich ich bremse oder ich schalte, ja, und der Bowdenzug kriegt eben zum ersten Mal Spannung so richtig, oder eben überwiegend Spannung jetzt, die 10, 15 Mal, und das heißt, der lenkt sich ja ab, der wird länger, wie eine Kette. Wenn die Kette neu ist, dann lenkt die sich auch mit der Zeit. Ja, also bei einer Einfachkette zum Beispiel, einer Single-Speed-Kette oder sowas, die werden einfach länger, die dehnen sich, die passen sich quasi an, die fahren sich ein. Und wenn das Ganze eingefahren ist vom Fahrer, dann muss das eben nachgespannt werden. Und dann ist die Spannung eben dadurch erhöht, dadurch ist die Bremskraft erhöht, dadurch ist die
der Schaltzug wieder besser gespannt, wenn ich das alles nachziehe. Und deshalb ja, ist dann die Performance natürlich auch besser. Und all das ist eben so wichtig, dass man eine erste Inspektion nach, ja, wir sagen mal so 250, 300 Kilometer gefahren ist. Dann hat sich das Ganze so ein bisschen eingespielt und dann sollte man das definitiv alles mal nachstellen. Das ist wirklich sehr wichtig. Und da kann man nicht sagen, die TRP ist eine blöde Bremse, die zieht ja überhaupt nicht. Immer ein bisschen Zeit geben. Jede mechanische Bremse braucht halt ein bisschen und muss dann auch nachgestellt werden, ganz wichtig. Und wem das nicht reicht an Bremspower, der kann auch die Bremsbeläge wechseln. Zum Beispiel auf organische Belege, die dann einfach mehr Power haben, ja, mehr Zug. Ja, und all das kann man eben noch tunen, wenn man will. Aber so, meiner Meinung nach, reicht es erstmal völlig aus. Ja, wir waren schon bei Ketten. Ist übrigens eine KMC-Kette drauf. Voll okay, rostet wenig bis gar nicht. Ist eine sehr gute Kette, gefällt mir sehr gut. Ja, was haben wir denn noch? Naja, dann haben wir eigentlich noch den Laufradsatz. Das ist ein Cube-Laufradsatz und zwar ganz genau der XC08 Disc Laufradsatz. Sind Cube-Narben, Stahlspeichen, Alufelgen, ein bisschen hochflanschig, ein bisschen kürzere Speichen dadurch auch wieder mehr Seitensteifigkeit wie bei der Steckachse. Erhöht sich dann eben dadurch und dadurch habe ich eben einfach mehr Power. Ich kann mehr Power auf die Kette bringen, ich kann mehr Power aufs Rad bringen und es neigt einfach nicht dazu, sich zu verwinden so sehr. Ja? Bei 28 Zoll großen Rädern, wie wir sie jetzt hier haben, kann es natürlich immer sein, dass ein bisschen mehr Flex ist und dass ein bisschen mehr sich das Ganze verwindet bei einer entsprechenden Geschwindigkeit. Aber es wird jetzt nicht wegbrechen oder es wird auch nicht eher kaputt gehen. Es ist einfach nur... ja, es ist effizienter mit einem 28 Zoll Rad zu fahren. Und wenn die Felge so hoch ist und die Speichen dadurch kürzer werden, ist das Ganze auch noch steifer. Ja, das ist das dazu. Komplettiert wird das Ganze dann mit einem Schwalbe G1 Reifen. Französische Ventile in den Schläuchen. Der Reifen an sich hat eine Abstufung 35 622, also Dimension 35 breit, 622, also 28 Zoll groß. Und da ist schon mal die erste Besonderheit oder eine weitere Besonderheit eigentlich für das Rad. Man kann bis zu 40 mm breite Reifen einbauen. Ja, da muss man wirklich gucken, dass dann eben 40 oder 37 622 draufsteht und je nach Reifen, je nach ja, Noppen bzw. diese Noppen einfach, dass man da guckt, dass das Ganze noch im Rahmen reinpasst. Ja. Aber 40 mm sollen hier machbar sein laut Cube. Ja, das war es eigentlich auch schon fast. Das Cube New Road für die Damen in Black Coral in Größe 58 für 2019. Eine Sache fällt mir noch ein und zwar das Gewicht. 10,5 Kilo bei Größe 56, glaube ich. Aber das ist ja jetzt nicht so viel anders. Ja, wie gesagt, das war das Cube New Road. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter zuschaut und vielleicht mir einfach in die Kommentare schreibt, wenn ihr noch etwas wissen wollt dazu. Gerne auch mal die Damen. Ich möchte auch dann die Damen ein bisschen mehr involvieren in die Sache. Schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Es ist egal, was für eine Frage. Und wenn ich einfach nochmal die Farbe besser beschreiben soll. Also, ja, ja. Also mir macht es Spaß auf jeden Fall hier die Räder mal vorzustellen und ich würde mich echt freuen, wenn ihr auch daran Spaß weiter findet und mir was in die Kommentare schreibt, dann können wir gerne mal ins Gespräch kommen. Unter No Shame No Game wird es jetzt bei Facebook dann natürlich was geben und auch bei Instagram, im IGTV, also Instagram TV gibt es auch was. Ja, würde mich freuen, bis zum nächsten Mal, euer Dustin von Nanobike, das war's für 2019 schon. Auf Wiedersehen.